So I mentioned it in the channel already that over the last year we've been finally writing the book, the one book for the podcast, with the podcast, which is part of the podcast. And this is a book about new work and how work can help to make people stronger and like feel better. And there's a lot of content in that book. Anyhow, since the book is in German, we made some videos which will comment on certain chapters of the book, deep dive with the authors of the book. But we have to subtitle the videos because, as I said, we made them in German. But I promise you the content is worthwhile watching. So for the English-speaking audience here, sorry for that, but stay tuned. This is part of the series that we did for the book release with the content of the book for the next release. Use your imagination. It's not a temptation, it's the way it should be. Well, this is something new that we have here on YouTube. If you've been following this channel for a very long time, you know Michael for sure. Now you should know Svante as well, because we three wrote a book and it's called On the Way to New Work. And if you're in anything related to new work or even just work, it's the book you should read. The thing is, it's one tiny detail. Right now, it's in German. I hope there will be an English version and other languages, but right now it's in German. So I will continue in German right now. Was wir hier machen ist, also wir machen quasi wir haben Marketing-Hackathon zum Buch. Also hinter uns sind gerade irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Leute am Wirbeln in diversen Sachen. Und um euch einen Einblick zu geben, gibt es einmal ganz kurz was von Svante, was überhaupt dieses Buch ist und was die Idee und warum. Und dann werden wir im Kreuzfeuer eines Kapitels jeweils stehen. Jeder von uns muss den anderen beiden Fragen beantworten zu einem Kapitel. Klingt spannend. Stage is yours, Svante. Genau, kommen wir einmal zur Idee des Buches. Der Kern der New Work-Idee ist ja, dass Arbeit Menschen stärken soll. Und das ist auch ganz klar der Kern hinter unserem Buch. Und zwar geht es einerseits darum, im ersten Teil, was sind die Themen, die Menschen in der Arbeitswelt stärken. Da werdet ihr Themen finden wie Gewohnheiten, wie Selbstmanagement, wie Lernen, wie Kreativität, aber eben auch Sinnfindung. Das heißt, hier steht das Individuum im Mittelpunkt, während im zweiten Teil das Miteinander im Mittelpunkt steht. Das heißt, wie formen wir starke Teams, wie formen wir starke Unternehmen und Organisationen. Das ist New Work im engeren Sinne. Organisationsstrukturen, agiles Arbeiten, Leadership, aber auch Themen wie Räume und Unternehmenskultur. Und im dritten Teil, der liegt uns auch besonders am Herzen, ist, wie kann Arbeit dazu beitragen, dass es unsere Gesellschaft stärkt. Hier befassen wir uns mit Themen wie Nachhaltigkeit, wie Diversität, wie Bildung und auch dem Thema Utopien. Und das Besondere an dem Buch ist vielleicht, dass hier ganz viel zusammenkommt. Einerseits die Ergebnisse aus über 300 Podcast-Folgen, die die beiden gemacht haben. Dann unsere praktische Erfahrung als Unternehmer, aber eben auch als Coach, Berater, Trainerin und eben auch ganz viel aus dem Thema, was ist eigentlich gerade ein aktueller Ansatz, was sind aktuelle Perspektiven aus der Literatur, was sind auch Perspektiven, die schon ein bisschen älter sind, aber die heute eigentlich erst richtig greifen, sodass wir hoffen, da eine sehr gute Mischung gemacht zu haben, die auch praxisnah ist. Wir können aufstehen, Christoph. Mehr geht gar Das war's. nicht. Ciao. Mehr geht nicht. Ich glaube, besser kann man es nicht zusammenfassen. Danke für den Hackathon. Also zum Hintergrund gibt es noch mal eine Sache. Ich glaube, das kann ich noch mal erzählen. Das ist eine Story behind the story. Wir beiden selbstverliebten Typen haben angefangen, dieses Buch zu schreiben in einem Marathon über 2 Wochen auf Mallorca und haben gedacht, wir haben das Buch. Ja? Also es lief ungefähr so ab, wir morgens hingesetzt, geschrieben an einem Dokument. Mussten dann feststellen, leider nein, leider gar nicht. Thank you for nothing. Setzen nochmal. Ja. Und es hat sich dann sehr lang gezogen, also deswegen auch danke für die Geduld an alle. Und dann kamen Michael und Svante nach einem Austausch hinher mit einer Idee. Und das weiß ich noch ganz genau, als ihr beiden runtergeschrieben habt, gesagt,
Stell dir vor, das ist wie ein Reiseführer für New Work zu verschiedenen Themenbereichen. Ja, und das hat richtig viel Spaß gemacht zu lesen. Also vor allem auch die Sachen dann von euch. Und das wäre jetzt nämlich das Thema. Wir gehen jetzt nämlich ins Kreuzverhör zu einzelnen Kapiteln, damit ihr auch etwas aus dem Video rausnehmen könnt, wenn ihr sagt, ich habe das Buch jetzt gerade noch nicht oder keine Zeit zu lesen oder wie auch immer. Dann könnt ihr das Buch trotzdem an jemanden verschenken, der euch einfällt. Wir nehmen uns das erste Kapitel jetzt vor. Welches wollen wir nehmen? Auch noch ganz kurz meinen Eindruck dieser gemeinsamen Reise kurz zusammenfassen. In meiner Erinnerung war es dann so, dass ich gesagt habe, ich komme eigentlich von der einen Seite, ich komme von dieser Mittelalter weißer Mann, Sinnkrise, worum geht es eigentlich im Leben wirklich, also der Sinnfrage. Du kamst von der, wie geht es eigentlich technisch, wie setzt man Dinge um, wie geht es operativ. Und mir fehlte das Zwischenstück, die Organisationsentwicklung, die Arbeit mit Menschen, der Blick auf Organisationen, auf Teams, die wir beide auch als Unternehmer natürlich immer im Blick haben mussten. Und die Begegnung mit Swantje, die wir in einem Podcast als Zuhörerin kennengelernt haben, danach noch als Gast bei uns hatten, hatte mir dann gezeigt, okay, das könnte vielleicht der Mensch sein, der dieses, nennen wir es die 3 Kontinente, die 3 New Work-Kontinente, die Reiseführung von Mittelerde übernehmen kann. Das war mein Bild auf das Ding. Und das ist auch wichtig, jeder ein eigenes Bild. Ja, Deep Dive in eines der Kapitel. Swantje. Freiheit heißt eines der Kapitel. Ja. Und das Kapitel hast du federführend geschrieben. Warum glaubst du, dass Freiheit so wichtig für die New Work-Idee ist? Es wäre jetzt ein bisschen platt, einfach nur zu sagen, ich glaube, das ist der Kern. Und gleichzeitig bin ich recht überzeugt davon, dass es darum geht, Menschen zu befreien. Ich weiß, Freiheit spielt auch eine große Rolle in eurem Purpose. Sicherlich auch nicht aus Zufall. Und es war auch die Vision von Frithjof Bergmann, durch Arbeit freie, selbstbestimmte Menschen zu schaffen. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass manchmal Leute denken, auch wenn ich ganz viel Geld habe, dann muss ich nicht mehr arbeiten und dann bin ich frei. Weil ich glaube, wir können halt diese Freiheit und wir müssen diese Freiheit, weil nur wenige von uns werden im Lotto gewinnen, im Alltag erleben. Und wir haben uns in dem Kapitel mehr auf das Thema mentale Freiheit fokussiert. Denn die meisten von uns sind physisch frei, was noch nichts darüber sagt, was haben wir für Glaubenssätze, was halten wir für möglich, wo sind auch unsere Limitierungen und wie können wir uns davon lösen. Und damit die Idee von New Work funktionieren kann, müssen wir meiner Meinung nach auch in der Lage sein, Altes über Bord zu werfen und uns davon frei zu machen. Deshalb ist das aus meiner Sicht eine gute Grundlage. Ja, ich weiß auch, als ich es gelesen habe, bin ich am kritischsten an das Kapitel rangegangen, weil ich eine sehr starke Meinung zu Freiheit habe. Und ich erinnere mich sehr gut an die Folge 100, die läuft da gerade hinten an der Wand. Bin ich ein bisschen irritiert. Die haben wir nämlich in einem Krankenhaus, in der Reha-Klinik mit Frithjof aufgenommen. Und da war deutlich spürbar tatsächlich, dass das die Kernverbindung ist, ne, was du gerade gesagt hast. Dass er sagt, wie kann ich dabei helfen, dass Menschen das Gefühl haben, ich kann hier selbstbestimmt sein. Und fand auch gut, dass wir nicht das Kapitel hatten, weil ich wäre ganz anders rangegangen. Und so kam der Blick von außen drauf. Also finde ich gut. Wir sind beide, Christoph und ich sind beide, ich weiß gar nicht, wir haben eigentlich nie darüber gesprochen, wir sind beide sehr kritisch mit dem Thema NLP umgegangen, bevor wir dich kennengelernt haben. Sind da beide, glaube ich, mit den falschen Leuten in Berührung gekommen. Und du hattest auch so eine leichte NLP-Phobie und hattest am Anfang gedacht, wird das jetzt irgendwie NLP? Vielleicht können wir es einmal erklären, Swantje, was für eine Rolle spielt NLP fürs Thema Freiheit und was ist das eigentlich? Also ich finde, dass die Kritik ist auch teilweise berechtigt, weil auch ganz schön viele Leute mit neurolinguistischem Programmieren unterwegs sind und sagen, da kann ich jetzt jeden manipulieren und so weiter. Das ist nicht die Idee dahinter und es ist auch kein NLP-Kapitel. Das würde ich an der Stelle gerne deutlich sagen. Es kommt nicht mal das Wort darin vor. Ich bin immer noch kritisch dem gegenüber Ja. und das ist ja auch total legitim und das ist ja auch spannend, weil es stimmt nämlich, und das wollte ich auch sagen, es ist kein NLP-Kapitel. Das ist ja behind the scenes. Ne? Ich wollte es Ja. einmal ansprechen, Ja. weil es uns beide betroffen hat. Ich finde Total. es wichtig. Ja. Also vielleicht also es kann ja keiner wissen, außer uns dreien. Ich habe sehr viele NLP-Ausbildungen gemacht und die waren für mich ein wichtiger Schlüssel, um meine Glaubenssätze hinter mir zu lassen, um zu denken, okay, es ist mehr möglich,
als einfach nur einen 9-to-5-Job zu haben. Ich kann selbstständig sein, auch wenn das bei mir in der Familie noch keiner gemacht hat. Ich hatte Glaubenssätze über Arbeit, ich hatte Glaubenssätze über Geld und so weiter. Das heißt, für mich war das ein Zugang. Und es sind ganz viele Methoden unter dem Dach NLP zusammengefasst, die dort nicht entwickelt wurden. Ich glaube, man kann Kritik üben an dem Dach, man kann Kritik üben an dem Kult dahinter. Die Methoden haben ganz viel Verbreitung im Coaching. Also ich hatte manchmal das Gefühl, das ist auch so mein Best-of-Coaching-Kapitel. Was sind so die Sachen, auch Selbstcoaching, was sind die Sachen, an die ich mich immer wieder erinnere. Und das sind die Sachen, die auch anderen ganz schnell helfen. Wenn man so zum Beispiel ein Thema nimmt, es passiert irgendetwas und man ärgert sich fürchterlich und denkt, oh nein, jetzt habe ich irgendwie den Zug verpasst und jetzt ist mein Leben vorbei, wenn man mal kurz in der Dramaschleife ist. Und sich dann eben auch überlegt, will ich jetzt da bleiben? Also dann kann ich das problemlos. Oder möchte ich überlegen, was kann ich jetzt mit der Stunde Zeit anfangen? Wofür kann das gut sein? Wofür habe ich vielleicht jetzt die Gelegenheit, die ich vorher nicht hatte? Und bei Freiheit geht es mir immer darum, anderen Menschen im Coaching und mir selber mehr Optionen zu ermöglichen. Heißt gar nicht, dass ich die immer nehmen muss. Manchmal ärgere ich mich einfach, dass ich einen Zug verpasst habe und Ende der Geschichte. Aber heißt, dass ich da auch wieder rauskomme. Ich finde das so wichtig, Christoph, was wir auch mal an anderer Stelle festgestellt haben im Coaching, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, was die Möglichkeit hat, zwischen Reiz und Reaktion Optionen sich anzuschauen, zu überprüfen und zu entscheiden. Brülle ich jetzt im Straßenverkehr mit Mittelfinger mein Gegenüber an oder winke ich nett rüber und sage, ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Und das fand ich das Starke an dem Kapitel, dass es uns nochmal zeigt, wir haben die Freiheit zu entscheiden, wie wir mit uns und unseren Möglichkeiten umgehen. Ja, und es war ja dann auch, also das, was ihr sagt, ist eben genau das aus einem der stärksten Bücher, wie ich finde, von Frankl, der schrieb, es gibt den Raum zwischen Reiz und Reaktion, die Freiheit. Und da deckt sich das dann, weil am Ende zählt es um das Ergebnis. Und deswegen also ein starkes Kapitel für den Einstieg, sehe ich ganz klar so. Und hat viel Raum aufgemacht und hat eine absolute Legitimation, so vorne in dem Buch zu stehen. Sehr schön. Und du hast gerade das Stichwort für das nächste Kapitel gegeben. Unser nächstes Video handelt vom Thema Räume. Wir werden es in einem ganz tollen Raum drehen, in demselben Raum, in dem wir auch das erste Video gedreht haben. Bleibt dran.